Moin Moin. Moin. Wir sind jetzt gerade unterwegs mit Thiago, unserem Warmshow-Host, und ja, der will uns gleich ein bisschen die Stadt zeigen, also Sightseeing. Sind gespannt, wie das wird. Heute Abend sind wir wahrscheinlich bei einer Party, wo es Samba gibt und so. Mal gucken. So, jetzt sind wir hier mit Thiago unterwegs. Das ist unser Warmshow-Host. Thiago zeigt uns jetzt ein wenig die Altstadt. Das will ich euch auch einmal zeigen. Hier ist eine wunderschöne weiße Kirche. Und dann haben wir hier ein paar wunderschöne Gebäude. Und hier soll auch übermorgen ein riesengroßer Stadtmarkt stattfinden, wo wir wahrscheinlich auch hingehen werden. Die ganze Straße wird dann angeblich voll sein. Yeah, it goes a lot. I'm 42 now. Yeah. Actually, I was born in. Wir sind jetzt im Jardin Botanica, also Das ist- dem Botanischen Garten. Genau, hier hat er uns jetzt rausgelassen und jetzt gucken wir einmal nach Postkarten, weil wir haben ja noch eine offene Bestellung. Dann schauen wir uns den Park hier an und dann zeigen wir euch da hinten noch ein cooles Graffiti. So, wir waren jetzt im Souvenirshop, ne? Ja. Aber naja, Postkarten hatten die da, aber entweder waren die zu modern mit so Line-Art-Zeichnungen, wo man jetzt nicht so viel von der Stadt zeigen kann, oder altmodisch mit so alten Fotos und dann so einem komischen Rand drumherum und so. Das fanden wir jetzt nicht so cool. Ja, deswegen haben wir jetzt erstmal nichts davon gekauft. Ja, aber wir haben zwei wunderschöne Magnete gefunden und so einen Schlüsselanhänger. Hat jetzt ein bisschen Geld gekostet, aber ja, haben wir kleine Erinnerungen irgendwann, wenn wir das dann in unserem zukünftigen Zuhause oder vielleicht auch in einem Van an den Kühlschrank heften. Ein bisschen verkuschelt. Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? In einer deutschen Bar. Und was gibt's hier? Naja, eine Mischung aus portugiesischen und deutschen Gerichten. Also Patatas Fritas, weiß ich nicht, ob ihr die aus Deutschland kennt. Aber Eisbein ja, Kassler ja, Bockwurst ja. Hier hängen überall so komische Sachen rum. Bilder von Stuttgart, da vorne Potsdam, überall Bierdeckel. Also, ja, Bierdeckel, ne? Hier läuft auch komische Videos. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht es erstmal nochmal zu dem Host. Dann fahren wir mit dem zu einer Busstation von einem Hop-in, Hop-off-Bus, so ein Touribus. Und dann fahren wir mit dem ein bisschen die Sehenswürdigkeiten ab, schauen uns ein bisschen was an, haben auch jetzt den ganzen Tag eigentlich Zeit bis nachmittags, weil heute Nachmittag
beziehungsweise später Nachmittag wollen wir nochmal mit ihm zusammen zu einer Samba-Show. Genau, machen wir heute mal das klassische Touri-Programm. So, jetzt sind wir wieder an den Botanic Gardens, aber irgendwie auf einer anderen Seite. Und wir gehen jetzt zu Fuß zur Bushaltestelle und dann zeigen wir euch ein bisschen die Stadt vom Bus heraus. So, jetzt sind wir hier an der Busstation und hier soll der Bus abfahren. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wann, ne? Ja, ist die Frage, wie wir das herausfinden. Ich glaube, der fährt einfach und hat keine festen Zeiten. So, Touri-Level Nummer 5 oder so. Wir sitzen im Bus, auch ganz oben im Doppeldecker. Wir hoffen, dass keine Brücke kommt, wo der Bus jetzt gegenfährt. Ne? Ja. Was haben wir bezahlt? 100 BAL. Genau, das sind irgendwie so umgerechnet 15 Euro. Ist okay dafür, dass man immer rein und raus kann und viel von der Stadt hoffentlich sehen wird. Ja, und es gilt ja auch 24 Stunden, das Ticket. Genau, wir können theoretisch auch heute Nacht durchfahren hier. Ja, wenn Oder der Bus dann nachher noch von dem fährt. Festival wieder mit dem Bus zurück. Nee, macht keinen Sinn, ne? Nee. Ist aber auch frisch hier oben, ne? Ja, guck mal, 9 Grad da vorne. 9 Grad, ja. Ich glaube, wir sollten doch mal die Winterjacken auspacken, oder? Ja. Estação Rodoviária, Mercado Municipal. So, wir sind hier jetzt am Deutschen Wald. Sah jetzt nicht so deutsch aus, aber das Gebäude da vorne sieht ein bisschen deutsch aus. Erinnert an Kathrin ein wenig an Hagenklee. Ja, an das eine Gebäude, was da steht. Genau. Universidad Libre del Medio Ambiente. So, wir haben es jetzt nach vorne geschafft in den Bus. A todos os passageiros. É o uso de Ich weiß nicht genau, wie lange wir jetzt schon in diesem Bus sitzen, aber wir sitzen hier schon relativ lange drin und haben schon relativ viele Sehenswürdigkeiten gesehen. Also ich glaube, in Hannover oder so würde man jetzt nicht so viele Orte sehen in so einem Touribus. Aber ist auch nur so ein Gefühl. Wir sind tatsächlich ganz schön weit weg, weil da hinten, ganz weit hinten, sieht man die Hochhäuser von Curitiba. Portal Veterinário. So, wir steigen gleich aus. Und zwar, wo? Im Park Baringuiri oder so ähnlich. Wir haben uns ein neues Fahrrad gekauft. Oh, ist das groß. Damit kommen wir auf jeden Fall die Berge hoch. So, erstmal einen Zuckerrohrsaft gegönnt für 9 Real. So, und dann sind wir mal gespannt, ob das, was hier sein soll, wirklich hier ist, ne?
Ja, aber wir haben schon mal bei Google Maps Bilder von dem Tier gesehen. Seid gespannt. Leute, da ist eins. Ein Kapibara. Unser erstes Kapibara in freier Wildbahn. Apropos Kapibara, wir haben seit gestern einen neuen Begleiter. Ja, diesen kleinen Kapibara mit Hoodie haben wir gestern gekauft. Und wir haben ihn, wie getauft? Binjo. Binjo. Und da vorne ist schon das nächste Kapibara. Voll cool. Und da vorne auf der kleinen Insel sind noch mehr. Ann-Kathrin hat mindestens 11 gezählt. Die chillen da einfach in der Sonne. Das ist ja cool. Und da vorne ist noch eine kleine Insel mit Kapibaras. Leute, da sitzt ein Kapibara am Ufer. Hier ist die Aussicht auf den Park. Richtig schön hier. Also, der hat uns bis jetzt gefallen, ne? Ja. Können wir empfehlen. Und das ist die Aussicht auf die Stadt. Mit den ganzen Hochhäusern. Und da hinten auch. Oh. Ist eine richtig schöne Gegend hier. Also hier kann man, glaube ich, richtig gut wohnen, oder? Ja, ich denke auch. Also hier mit den Parks und so weiter, man hat viel Grün, wenn man möchte. Oh. Die Karussells sind hier auch irgendwie cool. Also es gibt solche normalen Dinger, es gibt aber auch ein Dino-Karussell. Wie cool ist das denn? Da sind auch überall Dino-Bilder abgebildet und da oben hängen auch noch Dinos runter. Wow, wer würde von euch gerne da mitfahren? Schreibt es in die Kommentare. Das ist aber kein Dino, das ist ein Säbelzahntiger. Hier ist so ein Feuerwehrkarussell. Also richtig cool mit so einer imaginären Drehleiter. Und dann können sich die Kinder da in den Korb stellen. Und wie man sieht hier, das brennende Haus löschen. Und theoretisch ist da oben noch eine Anzeige. Kann man irgendwie Punkte sammeln oder so. Und schaut mal, wie die Mülleimer hier aussehen. Einfach so eine Satteltasche irgendwie. Oder hier schmeißt man den Müll einfach in den Mund von dem Clown. Und naja, das Kapibara-Thema geht hier auch einfach so weiter. Bisschen zu groß geraten, ne? So, wir haben uns jetzt ein Uber geholt. Es geht jetzt ins Restaurant. Dann futtern wir ein wenig und dann schauen wir weiter. Wir sind jetzt in einem richtig schicken vegetarischen Restaurant, wo es Buffet gibt. Wir lieben Buffet. Ihr merkt das vielleicht schon. Ja, Ann-Kathrin kommt gerade an. Es gibt erstmal Saft. Die haben hier so eine große Auswahl, ey. Und fast alles ist vegan, ne? Der Teller ist viel zu klein für so eine große Auswahl und unser Magen irgendwie auch. Das schmeckt wirklich gut. Es ist vielleicht ein bisschen teurer als die anderen Buffets, aber dafür gibt es hier eine große vegane Auswahl, was es bei den anderen eben nicht gibt. Und auch ein großes Nachtischbuffet, was es oftmals auch nicht gab. Oh, da freuen wir uns schon drauf. Nachtisch. Nachdem wir den Teller leer gegessen haben. Schmeckt's? Ja. Was hast du denn da? Das ist irgendwie so mit Schokolade, so ein Pudding-Nachtisch, aber mit Keksteig oder so dazwischen. Mit einmal Vanillesoße und einmal mit Schokosoße.
dann einen Schokokuchen und einen Streuselkuchen. Und das war noch nicht mal alles, was es am Buffet gab. Leute, ich glaube das gerade selbst nicht. Hier steht ein Auto im Supermarkt. Ich glaube, den kann man gewinnen, wenn man hier Waschmittel kauft. Oder Seife oder eins von den Produkten hier. Okay, machen wir jetzt keine Werbung dafür. Aber lustig, dass hier einfach ein Chevrolet steht. Wenn man das Auto gewinnt, kann man hier direkt Ersatzreifen kaufen. Das ist ja cool. Das sind ja riesige Melonen, Alter. Wow. Generell der ganze Supermarkt hier. Riesig. Und die Gänge gehen bis da hinten. Wir sind hier in der Rua 24. Die Geschäfte hier haben alle 24 Stunden offen. Hauptsächlich habe ich gelesen Essen und Trinken. Aber naja, wir werden uns das mal angucken. Mal schauen, was wir alles finden. Und hier gleich links der erste Shop. Ein Capybara-Shop. Wollen wir da mal reinschauen? Wenn du willst. Die haben sogar einen Capybara-Rucksack. Das ist so cool. Die haben sogar für diese Capybara-Kuscheltiere Kostüme. Ja, und zum Beispiel das hier, das hat die Person da oben an. Das ist ja cool. Hier sogar ein Stitch-Pyjama. Ich glaube, wir haben den falschen Capybara gekauft gestern. Wir hätten den kaufen müssen. Und so sieht der Gang hier aus durch das Shopping Center. Ja, wir haben hier ein Café, da haben wir ein Bekleidungsgeschäft, da haben wir eine Ann-Kathrin Und Nico. und Nico. Aber viel so Handmade-Zeug, ne? In Curitiba fahren sogar die Capybaras Bus. Okay, wir sind fast durch hier. Viel gab es hier nicht, aber coole Sachen, ne? Ja, schon. Wir waren gerade noch in so einem kleinen Klimbimsladen, wo es richtig viel bunte Deko gab. Unzählige Figuren. Richtig cool. Aber es ist halt schwierig, sowas mit auf einer Radreise mitzunehmen, ne? Ja, und verschicken können wir es jetzt auch nicht so einfach. Ne. Weil hier ist der Versand relativ teuer wieder nach Deutschland. Und da müssen wir uns echt genau überlegen, was kaufen wir jetzt, was kaufen wir nicht. Wann wollen wir vielleicht doch noch mal ein Paket verschicken oder nicht. Ja, aber so kleine, dünne Kunstwerke gehen ab und zu, wenn es nicht so teuer ist, oder halt auch so Magneten. Aber wir können auch nicht von jedem Ort 10 Magneten kaufen. Da reicht auch einer. Also ich muss sagen, das mit den Hochhäusern hier, das sieht richtig interessant aus. Die sind irgendwie top modern, sauber, glänzend. Hat was. Und zwischendurch stehen so Kunstobjekte wie das Ding hier. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen was von dem Bussystem hier. Es gibt einmal ganz normale Busse, aber es gibt auch diese Monster hier. Kenne ich zum Beispiel auch aus Kopenhagen. Wahrscheinlich nicht dasselbe Modell, aber wahrscheinlich ähnlich lang. Guck mal, wie lang dieser Bus ist. Wow. Also, das sind die Bushaltestellen hier. Die sehen richtig cool aus. Die sind sogar barrierefrei, anscheinend. Man geht hier irgendwie hoch, dann braucht man, glaube ich, eine Busfahrkarte. Sonst kommt man hier gar nicht durch. Man kann hier wohl manchmal auch welche kaufen, aber ist gerade kein Personal da. Und dann geht man durch die Schranke und wartet hier, bis ein Bus kommt. Und wenn ein Bus kommt, dann geht wahrscheinlich die Tür auf. Ich habe auch an manchen Bussen so eine kleine Rampe gesehen, die man ausklappen kann. Ja, die klappen die dann wahrscheinlich auch hier aus. Und dann können die Leute rein oder raus. Oder beides. Und so funktioniert das hier.
Und das ist auch gut für die Busfahrer oder so, oder für die, die hier Geld einnehmen wollen, weil man kommt da eben nur rein, wenn man auch durch die Schranke kommt. Stimmt, ja, dann braucht man das nicht im Bus bezahlen, geht dann ein bisschen schneller, ne? Ja. Und der Busfahrer muss das auch nicht kontrollieren und dann braucht man auch keine Angst haben um Schwarzfahrer. Das stimmt. Vermutlich ist es deswegen so, ich weiß es nicht. Super System eigentlich. Wie findet ihr das? Mir fällt gerade ein, das müsste dann für die Aussteigenden sein. Dann werden die da wahrscheinlich nochmal gezählt. Naja, es gibt natürlich auch normale Busse hier, also mit normaler Länge. Hier vom Modell Marco Polo. So ein Hochhaus habe ich noch nie gesehen. Wohnen da alle Bösewichte von Curitiba drinne? Sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus. Ah, von der anderen Seite sieht das doch gleich viel freundlicher aus, das Gebäude. Da sieht man's. Da wurden die Rampen ausgefahren, vom Bus aus, und die Leute konnten rein. Zack. Aber wie man sieht, ist das nicht ausschließlich in der ganzen Stadt, sondern irgendwie gibt es verschiedene Linien oder so. Die einen benutzen die topmodernen Bushaltestellen und die anderen eher die Standardversion. So, wir haben einen Drink und da vorne läuft Samba. Wir haben uns jetzt wieder mit unserem Gastgeber getroffen und ein wenig da Samba zugeschaut. Auch mal interessant, war ähnlich wie Flamenco, aber irgendwie nichts für uns richtig, ne, oder? Ja, also man muss sagen, wir haben nicht den Tanz gesehen, sondern wir haben nur die Musik gehört. Ja, die war durchgängig und laut und wenig Abwechslung. Naja, jetzt gehen wir noch was essen und dann rufen wir uns ein Uber. Oder wir gucken uns noch ein bisschen was an, mal gucken. Ja, dann geht's zurück und ins Bett. Zwei auf Rad die Welt erkunden.